begrüße Sie alle ganz herzlich zu den 44. jährlichen Meetings der Karl-Jaspers-Gesellschaft von Nordamerika, abgehalten im Jahre 2023. Mein Name ist Ruth Burg und ich bin die Programmgestalterin der 2 Sessionen zum Thema differenzierte Anthropologie und Friedensordnungen als Lebensformen. Bei der ersten Konferenzsitzung handelt es sich um eine Buchbesprechung, in welcher der Buchautor Albrecht Kiel mit 4 seiner Kritikern diskutiert. Der Titel des besprochenen Werkes lautet 4 Orientierungsaufgaben der Aufklärung Band 1 und Band 2. Das Buch kam 2022 beim Litt Verlag heraus. Der Vorsitzende dieser Session ist der in Springfield in Massachusetts geborene Edward Allen Papa. Edward war in Tübingen von 1978 bis 1981 wissenschaftlicher Hilfsassistent von Klaus Hartmann gewesen. 1983 doktorierte er an der State University of New York zur Rawls Gerechtigkeitstheorie, A Theory of Justice. Sehr gerne übergebe ich nun das Wort an Edward, unseren Moderatoren. Jetzt habe ich die Ehre, unser Hauptredner Albrecht Kiel vorzustellen, dessen vor kurzem erschienenen Buch den Schwerpunkt unserer Diskussion bildet. Seine neueste Veröffentlichung bringt eine unverwechselbare Standpunkt zum Ausdruck, eine metaphysisch geprägte Naturphilosophie, die moralische und ethische Orientierung bietet. Abgesehen von der Verwendung von Jaspers philosophischer Logik ist Herr Kiels Ansatz durch einen ontologischen und methodologischen Pluralismus gekennzeichnet. Er bedient sich einer Vielzahl von wissenschaftlichen und philosophischen Perspektiven und Methoden, um die unvollendete Aufgabe der Aufklärung einen Schritt weiterzubringen. Albrecht Kiel wurde 1938 in Naumburg geboren. Er besuchte die Volkshochschule in Naumburg und in Wernigerode. Kiel wechselte im Jahr 1950 an das katholische Gymnasium Carolinum in Osnabrück. Seine nächste Station bis 1958 war das Humanistische Gymnasium in Bremen. Von 1959 bis 1962 studierte er zunächst Germanistik, Philosophie und Publizistik in Göttingen und Münster. Vielseitig interessierte, was von seiner akademischen Laufbahn schon zu erkennen ist, entschied Herr Kiel sich zunächst für den Anwaltsberuf und schreibt sich für das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Bonn und Hamburg ein. Während seiner beruflichen Laufbahn von 1969 bis 2000 war er als öffentlicher Anwalt und Richter am Landgericht und Sozialgericht in Konstanz tätig. Noch vor seiner Emeritierung widmete er sich seinem aktuellen wissenschaftlichen Projekt, die Untersuchung der anthropologischen und sozialwissenschaftlichen Implikationen von Jaspers philosophischer Logik. 1997 promovierte er an der Universität Konstanz. Historische Grundlagen und wissenschaftstheoretische Bedeutung der philosophischen Logik von Karl Jaspers lautet der Titel seiner Doktorarbeit. Obwohl Jaspers zweifellos den größten Einfluss an seine philosophische Entwicklung hat, nennt er auch C.G. Jung, Ernst Jünger und Carl Schmitt als Wegweiser. Er ist ein origineller Denker, der weit über die Grenzen der akademischen Spezialisierung operiert. Ich habe mich bei der Jaspers-Logik immer nur für die praktische Anwendungsmöglichkeiten interessiert und stieß dann zunächst auf die Tatsache, dass es eine weitgehend ungenutzte Ressource war, durch die Polemiken seiner Gegner verschüttet. Ich nenne jetzt nur die Namen Popper, Heidegger, Carl Schmitt und Habermas. Dessen Polemik, von Mandarinenjargon war da die Rede, vor dem Hintergrund, dass Jaspers den Begriff Kommunikation erstmals als Zentrum der Existenzerhellung in die Philosophie eingeführt hatte. Dazu von Habermas in seinem Kommunikationswerk kein Wort. Das Ergebnis sah Jaspers schon im Jahre 1965. Hannah Arendt hat ihm geschrieben, seine kleine Schule der Philosophie sei eine Philosophie ohne alle Magie. Postwendend kam die Antwort, es sei doch die Logik gewesen, die zentrale Bedeutung für sein Denken gehabt habe, sein Schlüssel, mit dem er immer gearbeitet habe, sein logisches Mittel, um alle Magie loszuwerden.
Er sprach nur noch von einem Clavis Clavium. Aber niemand habe darauf reagiert, noch nicht einmal in den Seminarien. Nach der psychiatrischen und philosophischen Schaffensphase kam das, was er seine politische Schriftstellerei nannte. Dann die vierte, die er als sein theologisches Werk bezeichnete. Und das brachte seine Philosophie erst zum Abschluss, und zwar durch eine neue Sicht. Plato und Kant sah er nun nicht nur als Vollender, sondern auch als Überwinder ihrer Aufklärungsepochen, das heißt ihrer sophistischen bzw. naiv-rationalistischen Schattenseiten. Weil jede Aufklärungsepoche ein Kind ihrer Zeit war, gilt es, sie auf einem höheren Niveau weiter zu verfolgen, zu dem auch die Paradigmenwechsel der Physik und Biologie gehören. Dazu habe ich diese 4 Aspekte der Aufklärung benannt. Die ersten 3 behandeln als basale Vernunft die geistige Freiheit, die Selbsterkenntnis und die Ideengeschichte. Bei der 4. geht es um dieses höhere Niveau. Dem galt schon der 3. Band Metaphysik seines ersten philosophischen Hauptwerkes. Unmittelbar anschließend wurde dann im Weltkrieg eine Logik erarbeitet, die zum Selbstbewusstsein seines Zeitalters beitragen sollte, so wie Hegels Logik für den Idealismus und Mills Logik für den Positivismus. Eine Perechontologie, in der zwischen Welt und Transzendenz eine Anthropologie eingebettet wurde. Sie wird definiert in 2 Sätzen. Die 4 Weisen des Umgreifenden, die der Mensch ist, werden vom Medium der Vernunft verbunden. Versinkt eine dieser Weisen des Umgreifenden, versinkt auch die Vernunft. Nach Kant und Hegel war das ein ganz neuer Ansatz, zwischen Verstand und Vernunft, einem Verbindungsmedium nun unterscheiden zu können. Hegels dialektische Vernunft war ein Versuch gewesen, Kants und Antinomien zu überwinden. Das stieß dann auch auf die Kritik von Jaspers. Dieser neue Ansatz braucht einen Namen. Im Einvernehmen mit Richard Visser habe ich differenzierte Anthropologie vorgeschlagen. Diese Anthropologie ist also nur ein Teil der Perechontologie, wenn auch ein zentraler. Ich glaube, damit habe ich auch schon eine Frage von Herrn Ohley nach diesem Begriff differenzierte Anthropologie beantwortet. Auch wenn Jaspers insoweit nach Hans Sahner keine Schüler hat, er hat das ja verhindert, bleibt die Frage, gibt es Synchronizität mit Zeitgenossen oder wenigstens Konvergenzen, welche dieses offene Referenzsystem bereichern könnten. Und da gibt es meines Erachtens viele Namen. Und damit komme ich schon zum Schluss. Mit den Projekten Logik, philosophischer Glaube und Weltphilosophie wollte er den interreligiösen und interkulturellen Dialog auf dem Niveau einer höheren Vernunft führen, auf der sich alle Kulturen verständigen könnten. Das war sein eigentliches Ziel und darüber werde ich dann morgen noch berichten und das zu begründen versuchen mit den 3 Thesen, die ich vorgestellt habe. Ja, jetzt darf ich Herr Ernst-Peter Fischer vorstellen. Ernst-Peter Fischer ist in Wuppertal geboren und aufgewachsen. Er besuchte die Wissenschaftliche Hochschule in Köln mit Schwerpunkt in Physik, Mathematik und Biologie. Während seines Studiums in Köln lernte er erstmal den deutsch-amerikanischen Nobelpreisträger Max Delbrück kennen. Danach entschloss er sich, sein Studium im Ausland an Delbrücks Heimatinstitution, dem California Institute of Technology, zu absolvieren. Mit Annahme der Dissertation kehrte Herr Fischer nach Deutschland zurück und habilitiert sich im Fach Wissenschaftsgeschichte an der Universität Konstanz, bevor er 2011 seine jetzige Stelle in Heidelberg antrat, lehrte er an der Universität Konstanz. In Heidelberg erlebte er seinen produktiven Höhepunkt und avancierte durch zahlreiche Publikationen, Artikel, Podcasts und Blogs zu einem hoch angesehenen Biophysiker und Wissenschaftshistoriker bzw. Wissenschaftskommunikator. Ihm wurde mehrere Ehrungen und Auszeichnungen zuteil, darunter die Ernennung zum Ehrenmitglied des Naturforschenden Gesellschaft zu Emden 2011 und den Sartorius-Preis der Akademie der Wissenschaft zu Göttingen 2004. Er versteht seine wissenschaftliche Arbeit
als Beitrag zu zeitgenössischer Diskussion über die wesentliche Inhalt einer Hochschulbildung. So beteiligte er sich zum Beispiel an der Kontroverse um die Inhalte einer Allgemeinbildung. In seinem Buch Die andere Bildung 2001 argumentiert er, dass der Bürger eine moderne Industriedemokratie, die durch die Praxis der wissenschaftlichen Forschung erworbene Kenntnis und Fähigkeiten benötigt. Nach meiner Zählung veröffentlichte Fischer mehr als 20 Bücher. Ich würde das Buch über Wolfgang Pauli und die Grenze des Denkens, Untertitel Ein Nobelpreisträger über die Nachseite der Wissenschaft, Herder Verlag 2000, als von besonderem Interesse für unsere Gruppe empfehlen. Also ich bedanke mich für die Einladung. Vor allen Dingen habe ich mich gefreut, dass Sie jemanden einladen wie mich, der gar kein Philosoph ist und die vielen komplizierten Ausdrücke, die schon wieder benutzt wurde, immer nur so bewundert, aber nicht wirklich versteht. Und auch bei das Buch von Herrn Kiel, das meiste davon ist sozusagen über meinem Kopf. Aber ich rechne fest mit der Bedeutung des Satzes von Lichtenberg, wenn ein Buch und der Kopf zusammenstoßen und es klingt hohl, dann kann es zwar der Kopf gewesen sein, aber er kann ja dabei auch was gewinnen. Ich hoffe, dass ich dabei was gewonnen habe oder gewinnen konnte. Und ich wollte nur sagen, ich bin insgesamt an dieser Thema der Aufklärung und der Orientierung würde ich ganz anders rangehen, als Herr Kiel das getan hat. Also zum Beispiel, Karl Jaspers hat ja einmal geschrieben, dass das Spezifikum des Abendlandes ist die besondere Entwicklung der Wissenschaft. Und die revolutioniert das Dasein, die Existenz und alles. Und deshalb halte ich für absolut sinnvoll, sich an der Wissenschaft zu orientieren. An der Aufklärung können Sie sich nicht orientieren, weil die Aufklärung einfach nur ein leeres Dach ist über der harten Wissenschaft. Wenn Sie sich orientieren wollen, dann müssen Sie sich an der Wissenschaft orientieren. Und ich möchte Ihnen erklären, was ich damit meine. Es ist zum Beispiel so, dass in den ganzen Begriffen, oder den ganzen langen Texten, die Herr Kiel schreibt, wunderbare Passagen dabei. Da fehlt etwas, was ich ganz essentiell halte. Das ist der Begriff der Romantik. Ich glaube nämlich, dass die Aufklärung nur dazu da war, um anschließend die Romantik zu ermöglichen. Und bei der Romantik herrscht ein polares Weltbild. Die ganzen Antinomien, die Polaritäten, Tag und Nacht, Welle und Teilchen, was die Physik auch zustande bringt in der Quantentheorie, das ist alles Romantik. Und was ich glaube ist, dass die Naturwissenschaften die Welt romantisieren. Und das heißt Folgendes: Romantisieren der Welt, so wie Novalis das zum Beispiel definiert hat, dass sie gewöhnliche Dinge in ein Geheimnis verwandeln. Licht ist ein gewöhnliches Ding. Sie brauchen ja nur rauszugucken oder Lampe einzuschalten. Aber wenn Sie das erklären wollen, haben Sie ein großes Problem. Und zwar seit Albert Einstein da war, der weiß, die können das nicht als Welle und nicht als Teilchen erklären. Sie müssen das dual erklären, durch eine Dichotomie. Und das mit anderen Worten, Licht ist ein Geheimnis und es ist alles ein Geheimnis. Das Atom ist ein Geheimnis, die Festkörper sind ein Geheimnis, Metalle sind ein Geheimnis, Leitfähigkeit ist ein Geheimnis, das ganze Funktionieren der Wissenschaft ist ein Geheimnis und die Welt ist durch die Wissenschaft ein Geheimnis geworden. Die Wissenschaft die Aufklärung hat niemals ein Geheimnis gelüftet. Wir haben nur die Geheimnisse vertieft. Das heißt mit anderen Worten, die Rationalität hat nichts anderes gemacht als Mystik. Wir sind genau wieder da, wo wir herkommen, nämlich die Erzählung der Mystik. Wenn der Wittgenstein schreibt, worüber man nicht reden kann, aber muss man schweigen, das ist falsch. Worüber man nicht reden kann, da muss man eine Erzählung von machen, da muss man ein Gedicht drüber schreiben, da muss man von schwärmen. Und wir sind sozusagen, auf dieses müssen wir sehen und die Naturwissenschaftler das ermöglicht, nur das tun wir nicht. Denn wenn es eine große Klage von mir gibt für unsere Gesellschaft, die naturwissenschaftliche Bildung ist miserabel, ist katastrophal. Die Leute wissen nichts von der Naturwissenschaft, wissen nicht. Die denken immer noch, Bohr hätte das Atom erklärt oder die denken immer noch, Einstein hätte das Licht erklärt. Einstein hat nur gezeigt, dass es ein Geheimnis ist. Es ist alles unglaublich viel tiefer und spannender und wir müssen sozusagen an diese Stelle zurück. Und wenn Sie jetzt eine Orientierung suchen, dann müssen Sie die Orientierung im Geheimnisvollen suchen. Das Eigentliche, was die Wissenschaft liefert, ist keine Lösung, sondern ein Geheimnis. Zum Beispiel das Geheimnis der Verschränkung, das jetzt für das jetzt der Nobelpreis vergeben worden ist. Das bedeutet,
dass die Wechselwirkungen der Physik metaphysisch sind. Das heißt, überall, wo Sie hinschauen, müssen Sie philosophisch denken und Sie dürfen alles Mögliche machen, nur nicht die Wissenschaft so ablesen, wie Jürgen Habermas das tut. Habermas hält zum Beispiel ein Gespräch über die wissenschaftlich erforschte Natur unerträglich für gebildete Menschen. Ich finde, das ist das Unerträgliche. Und Max Weber sagt, die Welt sei entzaubert worden. Ist doch gar nicht wahr. Die Welt ist verzaubert worden. Die Naturwissenschaften tun nichts anderes. Und was wir brauchen, ist eine Orientierung in dem Sinne, dass wir sagen, wir müssen mehr Bildung über die Naturwissenschaften haben. Wir müssen mehr verstehen, dass die Naturwissenschaften etwas Geheimnisvolles liefern, dass die Naturwissenschaften die Welt verzaubern und ihnen das Geheimnis geben. Und dann ist noch Folgendes. Wenn wir jetzt zum Beispiel konkret fragen, was eine Orientierung ist in unserer Aufgabe, dann müssen wir fragen, wie geht man mit dem Klimawandel um? Was kann man da tun mit der CO2? Wie kann man mit dem CO2 umgehen? Und da wäre jetzt eine Orientierung notwendig. Aber die Orientierung kommt nicht dadurch, dass Sie irgendwelchen Energiebilanzen nachfolgen oder Kostenexplosionen nachschauen, sondern seit es diese Debatte um den Klimawandel und die Nachhaltigkeit gibt, fehlt ein Begriff, der essentiell ist, meiner Ansicht nach. Das ist der Begriff der Entropie. Der ist im 19. Jahrhundert entdeckt worden. Und die Physiker haben damals gesagt, die Energie ist nur der Buchhalter der Natur. Die Direktorin der Natur ist die Entropie. Wenn wir nicht die Entropie begreifen, verstehen wir gar nicht, wie die Natur abläuft. Aber in den ganzen Debatten über Klimawandel ist das Wort Entropie noch kein einziges Mal vorgekommen. Das ist mangelnde Orientierung. Übrigens, Entropie ist ein großer Begriff, den Max Planck vor allen Dingen geliebt hat. Das, was ich soeben erzählte über das Geheimnisvolle, ist ein großer Begriff, den Einstein in die Debatte gebracht hat. Also Planck und Einstein waren beide der Meinung, dass das Geheimnisvolle da ist. Die Entropie ist ein großes Geheimnis. Und am Anfang des 20. Jahrhunderts hat der Theologe Adolf von Harnack auf die Frage, wo dann die deutsche Philosophie bleibt, geantwortet, die gibt es, die ist nur in der Physik und die Philosophen heißen Planck und Einstein. Und wenn es eine Orientierung meiner Ansicht nach gibt, dann müssen wir die Texte von Einstein lesen, die Texte von Planck lesen, aber die werden nirgendwo zitiert. Ich warte sehnsüchtig darauf, dass irgendein Philosoph Max Planck zitiert. Ich finde es nicht. Und das finde ich ist das finde ich sehr ernüchternd und enttäuschend. Also, und dann wollte ich noch sagen, bei Kiel gibt es ja zum Schluss die beiden Sachen, Antinomien, dass er davon spricht, dass die Welt teilbar und nicht teilbar oder endlich und unendlich ist. Und er ist dafür, aber das ist doch durch die Physik oder durch die Wissenschaft völlig geklärt. Die Idee, dass wir in einer Welt leben, die gleichzeitig endlich und unbeschränkt ist, das hat Albert Einstein 1915 in seiner Relativitätstheorie dargelegt. Und die Idee, dass die Welt gleichzeitig teilbar und nicht teilbar ist, hat auch Einstein bewiesen durch diese Formel E gleich mc². Sie können irgendein Stück Papier nehmen und teilen und immer weiter teilen, wie die griechischen Philosophen das gedacht haben. Aber zum Schluss brauchen sie immer mehr Energie. Und am Schluss brauchen sie so viel Energie, dass beim Teilen die Sachen größer werden. Das heißt, die Welt ist gleichzeitig teilbar und unteilbar, gleichzeitig begrenzt und unbegrenzt. Und dieses Antinomische, dieses Dichotomische, dieses Polare, das ist reine Romantik. Und wenn wir nicht lernen, dass wir die Welt romantisiert haben, dann können wir uns nicht orientieren. Die Aufklärung liefert keine Orientierung. Die Orientierung liefert der Blick über die Aufklärung hinaus auf die Romantik. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist mir schon aufgefallen, dass Sie die Romantik im Vordergrund gestellt haben. Es ist auch klar, dass es eine Gegenbewegung zur Aufklärung war. Aber wie wir aus dem Referat von Herrn Keller sehen werden, war der Ausgangspunkt von dem jungen Psychiater Jaspers ja völlig anders. Er wurde beeinflusst von einer Spaltung, die nach Kant stattgefunden hat im 19. Jahrhundert. Das war erstmal der Idealismus und der Positivismus. Und aus dem Bereich des Idealismus entstanden der ganz neue Zweig der Geisteswissenschaften. Und vor allem durch Dilthey, der eine neue Methodik und Systematik der Geisteswissenschaft entwickelt hat. Auf der anderen Seite gab es den Positivismus. Und dann gab es noch diese Sezession aus dem Idealismus, die Existenzphilosophie von Kierkegaard und aus dem Positivismus die Lebensphilosophie von Nietzsche. Das waren also 4 Verzweigungen oder Spaltungen. Und die musste Jaspers wieder unter einen Hut bringen. Und das begann er schon mit seiner Karriere als Psychiater, dass er eben
auch wieder eine Komplementarität bei der psychiatrischen Behandlung entwickelt. Und da hat er schon als 30-Jähriger großen Erfolg damit gehabt und große Anerkennung. Eben, dass es in der Psychiatrie nicht nur die naturwissenschaftlichen Erklärungen gibt, sondern auch das genetische Verstehen, also die Hermeneutik. Und das war eigentlich sein Ziel, diese Aufspaltung des 19. Jahrhunderts wieder in einer Synopse zusammenzuführen, um dieses Nebeneinander herreden. Snow sprach ja auch von den zwei Kulturen. Da gab es lange Vorlesungsreihen in Konstanz darüber. Und meiner Ansicht nach mit wenig Ergebnis, weil mit der Logik von Jaspers wäre man da sicher weitergekommen. Ich darf vielleicht noch ganz kurz erläutern, weil das dann ebenso wie differenzierte Anthropologie auch andere Fragen betrifft, die gestellt wurden, der Begriff der Mentalitätsschichten. Ich bin also darauf gestoßen bei Jung. Er ist ganz einfach als Oberbegriff gedacht für Religionstypen im Sinne der Religionswissenschaften, also von der Magie bis zum Monotheismus und dann für die Ideologien. Das war im 19. Jahrhundert erst entstanden als man kann sagen, als Weltanschauung, als parareligiöse Weltanschauung, die drei großen Ideologien. Und dafür schlage ich diesen Oberbegriff vor. Mentalität heißt ja eigentlich nur Geisteshaltung, Denkungsart, Weltanschauung. Dieser Begriff, das ist aber auch eine andere Frage von Frau Alessiato, deckt sich auch nicht mit den Kulturkreisen, die von Spengler und Toynbee untersucht wurden. Die haben, das hat also mit der Mentalitätsschicht, also nochmal Magie, die Stufen des Animismus, Polytheismus, Monotheismus, nicht zu tun. Die haben natürlich ihre Mentalitätsschichten gehabt, ist aber nicht identisch. Die Frage auch, woran ich aber eigentlich auch gedacht habe, dass es Herrn Fischer interessiert, ist ja die Frage, ob die Evolutionsbiologie im Hinsicht auf diese Mentalitätsschichten nicht durch eine Evolutionspsychologie ersetzt werden müsste. Wir können davon ausgehen, dass dieser Komplex Magie-Stufen des Animismus, dass es den wahrscheinlich seit mehr als 1 Million Jahre gegeben hat, seit dem Homo erectus, dass das Bewusstsein also ganz langsam erwacht ist und dass diese Mentalitätsschichten sozusagen komplexe, kompensierende Funktionen waren, um die Konflikte, durch die das Erwachen des Bewusstseins entstanden sind, ja, um die auszugleichen, um damit leben zu können, sozusagen Prothesen für das Überleben zu finden. Sie haben die Frage gestellt, dass die Magie kein abgeschlossenes Zeitalter war. Das stimmt. Also man muss da doch unterscheiden, Magie im religionswissenschaftlichen Sinn als Zauberritual für Lebensfunktionen, aber auch für Schadenszauber mit diesen makabren Mitteln, fremde Lebensenergie auf sich zu übertragen und göttlich geforderte Opfer darzubringen. Dann gibt es aber noch eine Verzweigung. Die Magie hängt von der indoeuropäischen Wurzel Mag ab. Und von derselben Wurzel wird das Wort Macht abgeleitet. Und da gibt es die 4 Machtformen, die ich von John Kenneth Galbraith übernommen habe. Und das führt dann natürlich zu verschiedenen, wie Körperkraft, militärische Macht, technisch-ökonomische Macht. Sie erwähnten das Smartphone, das wir heute in der Hand haben, anstelle des Faustkeils. Und schließlich die indoktrinierend konditionierende Macht. Also insofern würde ich sagen, man muss unterscheiden Magie im engen Sinne und in diesem weiten Sinne von Macht. Vielen Dank, Herr Fischer, für Ihre sehr interessante Darstellung. Ich möchte nur kurz erwähnen, dass es meiner Meinung nach nicht nur einfach mehr oder bessere Wissenschaftskenntnisse erfordert, wie Sie es forderten, sondern auch dazu gleich die rechte Einstellung zu den Wissenschaftsergebnissen, damit nicht ein blinder Positivismus sich
rückwärts einschaltet. So Wissenschaftskenntnisse, aber zugleich auch die romantische, geheimnisvolle Einstellung zu den Wissenschaftsergebnissen. Vielen Dank. Ich wollte etwas ganz Elementares zu den Ausführungen von Herrn Fischer bemerken, nämlich, dass der Sinn von Entzauberung bei Max Weber eben nicht darin besteht, dass wir den Sinn der Welt besser verstehen, sondern einfach nur darin, dass wir die Welt technisch mit den Mitteln der naturwissenschaftlichen Theorien beherrschen können. Das hat zunächst gar nichts damit zu tun, ob wir dann das, was wir beherrschen, für sinnvoll finden oder nicht. Und Max Weber hat eben große Befürchtungen, dass durch die Entzauberung der Welt eben unsere Sinnquellen und Sinnressourcen einfach in Gefahr geraten. Also ich bin mir auch sehr, sehr neugierig, wie die Orientierungsaufgabe der Philosophie gefasst werden kann, aber dass die Naturwissenschaften die Welt verzaubern, das kann man mit Weber so nicht beschreiben. Da bin ich absolut dagegen. Weber meint mit Entzauberung, dass die Welt berechenbar ist. Das war sie schon bei Newton nicht. Selbst Isaac Newton hat 500.000 Jahre vor Weber gesagt, dass seine Gleichungen die Welt nicht berechnen. Das lernen Sie in der Schule. Wenn Sie Zahl der Gleichungen und Zahl der Unbekannten vergleichen. Sie müssen mehr Gleichungen als Unbekannte haben, aber im Weltraum gibt es immer mehr Unbekannte als Gleichungen. Die Welt ist nicht berechenbar. Da kann Herr Weber sich auf den Kopf stellen und eine Rolle rückwärts machen. Das ist aber nur eine freche Verleumdung, weil mit der Entzauberung meint er, dass sie langweilig ist, dass man sich nicht darum kümmern muss, dass das irgendwelche Deppen machen, die zufällig irgendwelche technischen Fähigkeiten besitzen, aber keine Orientierung liefern. Ich finde, das ist eine Diffamierung der Naturwissenschaften und daran wird Deutschland zugrunde gehen, wenn wir uns weiter mit Max Weber an Entzauberung festhalten. Wir müssen verstehen, dass die Welt durch die Wissenschaft romantisiert wird, dass sie magisch ist, dass sie Geheimnisse enthält und dass sie fantastisch ist, dass sie spannend ist, dass sie unglaublich viele Erlebnisse liefert und auf keinen Fall entzaubert ist. Das sagen nur Dummköpfe in der Nachfolge von Weber, der meint, denen einen Begriff hingeschmissen zu haben, da kauen sich jetzt alle daran zu Tode. Zu Ihrer Bemerkung, dass in der geistigen Situation der Zeit nicht genügend auf die physikalische Revolution in den 20er Jahren eingegangen ist. Jaspers hat sehr wohl die Schriften von Heisenberg gelesen, die damals zugänglich waren. Und diese Ordnung der Wirklichkeit, die Heisenberg 1942 verfasst hat, die war ihm leider nicht zugänglich. Ich denke ja, dass es da viele Ähnlichkeiten oder Kongruenzen gibt mit dem Aufbau dieser Anthropologie von Jaspers. Und Sie haben ja selber dieses Buch geschrieben über die Zusammenarbeit von Wolfgang Pauli mit Heisenberg, mit Jung. Sie hatten ja das ein bisschen bezweifelt, ob das Quantenphysik und Tiefenpsychologie auf Augenhöhe sind. Natürlich sind das völlig andere Wissenschaften, aber diese Zusammenarbeit war ja sehr fruchtbar und Sie haben ja auch Jungs Gedankenwelt dann wiedergegeben. Das war schon ein Austausch auf Augenhöhe, würde ich sagen. Was dieses Gespräch zwischen Jung und Pauli angeht, so finde ich das ungeheuer spannend. Nach wie vor ist noch gar nicht wirklich erschlossen in seiner Tiefe, also vor allen Dingen nicht durch mich. Ich finde nur immer wieder so Bemerkungen von Pauli, dass der Jung eigentlich sich nicht wirklich für Physik interessiert. Also die Physiker sollen die Psychologie lernen, aber der Psychologe will nicht wirklich Physik lernen. Und das halte ich immer noch für das Problem. Die Soziologen wollen nicht Physik lernen, die Politiker wollen nicht Physik lernen, die Theologen wollen nicht Physik lernen, sie wollen darüber urteilen. Aber wenn sie sich das nicht verstehen, sind sie orientierungslos und dann sollten sie auch nicht darüber urteilen. Ich finde, wir brauchen sehr viel mehr Kenntnisse der Naturwissenschaften. Jetzt nicht im Sinne, dass sie die Newtonschen Gesetze und die Schrödinger-Gleichung lösen können müssen, sondern ein Verständnis dafür haben, was die Wissenschaft eigentlich aus der Welt macht und dass sie auch in der Lage ist, etwas Kontemplatives zu schaffen, über das man meditieren kann. Das geht völlig verloren, wenn wir die Berichterstattung über die Wissenschaft anschauen. Da werden irgendwelche Fakten nur mitgeteilt, aber es wird nicht wirklich ein spannendes geistiges Erleben da mitgeteilt und das fehlt. Saboly ist seit 2015 Inhaber des Lehrstuhls für Philosophie des
Neuzeit und Gegenwart der Universität Budapest. Er begann sein akademisches Studium ebenfalls in Budapest. Er studierte Mathematik und Physik dort, bevor er sich zur Philosophie zuwandte. Seine Publikation erstreckte sich jedoch weit über Ungarn hinaus. Herr Olay hat an zahlreichen Universitäten unterrichtet und Vorlesungen gehalten. Durch zahlreiche Veröffentlichungen und Vorträge hat er sich den Ruf erworben, ein zuverlässiger Ausleger und aufschlussreicher Kritiker der historischen und geschichtlichen Quellen der Philosophie unserer Zeit. Vielen von Ihnen dürften sein Artikel über Dilthey und Weber als Quellen für Jaspers Konzept einer Weltanschauung 2017 bekannt sein. Neben seiner Jaspers Deutung leistete Herr Olay wichtige Beiträge zum Verständnis des Denkens weiterer Gestalter des modernen Geistes, Gadamer, Heidegger, Hannah Arendt, Charles Taylor, Georg Lukács und Jean-Paul Sartre. Herr Olay, ich heiße Sie herzlich willkommen. Das themen- und inhaltsreiche Buch von Albrecht Kiel erweckt gemischte Eindrücke. Es setzt sich eine gewaltige Aufgabe auf gut 500 Seiten unter dem Titel Aufklärung, 4 Dimensionen oder Haupthinsichten zu klären, die dem Autor zufolge die Gesamtgeschichte der Menschheit maßgeblich bestimmen. Der Anspruch ist weit von bescheiden, wobei die Ausführung oft auf elementarer Ebene bleibt, was im Zeitalter der Spezialisierung und des spezialisierten Wissens manchmal zweifelhaft wird. Das Buch ist ferner sehr heterogen. Eine Theorie der Vernunft und einer vierphasigen Aufklärung, Gesamtüberblicke über lange geschichtliche Perioden, evolutionstheoretische Überlegungen auf verschiedensten Ebenen, politische Philosophie, Sicherheitstheorie und kritische Betrachtung von Ideologien tauchen in einer eigentümlichen Mischung auf. Eigentümlich ist die Struktur des zweibändigen Textes vor allem deswegen, weil ein klarer Leitfaden der vielseitigen Überlegungen nicht deutlich wird. Ein solcher vom Buch angebotener thematischer Reichtum lässt sich in der gegebenen Zeit kaum zusammenfassen, statt ein derart groß angelegtes Projekt mit Blick auf die Details ausführlich zu besprechen, sondern hier die Grundzüge der programmatischen Absicht dargestellt und mit Bemerkungen versehen werden. Das Programm des Buches ist es, eine differenzierte Anthropologie, die auch historisch rückblickend auf auch die Menschheitsgeschichte maßgebliche Aspekte zur Geltung bringt, zu entfalten. Dieses Projekt speist von einem geschichtsphilosophischen Optimismus, der nach den Erfahrungen des 20. und 21. Jahrhunderts eher selten ist. Das Vorhaben gewinnt seine Motivation von Karl Jaspers, und zwar nicht vom Philosophen der Existenz, sondern vom Einheitsdenker. Für Kiel ist die Jaspersche Idee einer philosophischen Logik im Anschluss an Kant und Hegel bestimmen. Unter dieser Voraussetzung ist dann die Aufgabe, die Jaspers vorschwebte, bejahend übernommen. Ich zitiere Kiel, die bis zum Äußersten gehenden Spaltungen des Menschenbildes im 19. Jahrhundert im Kontext zu sehen, damit die abstrakt zutreffende Definition des Orientierungswissens durch Kant konkret auszufüllen und so ein vernünftiges Selbstbewusstsein des Zeitalters wiederzugewinnen, als eine neue Mentalitätsschicht gegenüber dem vorherrschenden wissenschaftlichen Positivismus und den daraus hervorgegangenen Ideologien Marxismus, Marktliberalismus, Sozialdarwinismus und Psychoanalyse. Zitat Ende. Es ist fraglich, worauf die Erwartung sich gründet, dass diese sehr divergierenden Strömungen sich aller Anschein zum Trotz doch synthetisieren lassen. Dabei soll bemerkt werden, dass der Ausdruck Mentalität und Mentalitätsschicht in philosophischen Kontexten programmatisch kaum vorkommt. Die anderen Grundbegriffe des Buches, etwa Aufklärung, Orientierung, wird Mentalität und Mentalitätsschicht eher intuitiv verstanden, worauf Herr Kiel bereits eine Andeutung jetzt gemacht hat. Das Buch geht oft ohne eine Untersuchung oder zumindest eine Beleuchtung des Sprachgebrauchs vor, die in diesem Fall hätte zeigen können, dass Mentalität ein Ausdruck der Geschichtsschreibung ist, vor allem in der Annalschule französischer Provenienz. Ob das philosophisch auf eine einheitliche Auffassung der Gegenwart oder zum Zwecke einer Geschichtsphilosophie à la Jaspers angemessen ist, wäre noch zu begründen. Die Absicht des Buches ist im Untertitel als eine differenzierte philosophische Anthropologie angezeigt.
Obwohl Kiel zu Recht bemerkt, dass die Anthropologen, Zitat, die Qual der Wahl zwischen den verschiedensten Forschungsgebieten, Zitat Ende, haben, worunter eine reine psychische biologische Anthropologie, eine experimentelle Psychologie, die höhere Tiefenpsychologie und das weite Feld der wertenden Kulturanthropologie aufgezählt wird, widmet er keine besondere Behandlung des Begrifflich wird nicht geklärt, worin eine differenzierte Anthropologie bestehen soll. Philosophische Anthropologie trifft seit ihrer Formulierung um die Jahrhundertwende auf die Schwierigkeit, wie sie sich zu den Fachwissenschaften verhalten soll. In der Bestimmung der philosophischen Anthropologie handelt es sich im Wesentlichen um zwei Versionen der Ausarbeitung des philosophischen Bildes vom Menschen. Entweder als eine reaktive Disziplin, die die Ergebnisse der Einzelwissenschaften ohne ihre Begründung aufarbeitet, oder als reflexive Disziplin, die die Rede vom Menschen aufgrund der Eigenerfahrung begründen will, wie etwa Ernst Cassirer Konzept des Menschen als Animal Symbolicum. Man erfährt über den anderen zentralen Titelbegriff, über Aufklärung, im Grunde genommen nicht wesentlich mehr. Da der Zusammenhang von Vernunft und Aufklärung als grundsätzlich strittig angesehen werden muss, ist das Ausbleiben einer gründlich systematischen und begriffsgeschichtlichen Klärung ein schwerwiegendes Desiderat des Buches. Die Aufgabe einer umfassenden Aufklärung wird ohne weiteres mit der Aufgabestellung eingeführt, dass alle, zitiere, historischen Mentalitätsschichten vor und nach Kant, von der Magie des Frühmenschen bis zu den Ideologien der Neuzeit, Zitat Ende, erfasst werden soll. Darauf hat Herr Kiel auch einleitend hingewiesen. Wie und warum der diffuse Begriff von Mentalitätsschichten die Aufklärung tragen soll und warum Magie und Positivismus als im Wesentlichen gleichartig behandelt werden können und sollen, wird nicht eigens untersucht. Mit Blick auf den Begriff und die Rolle der Vernunft lässt sich ähnlich sagen, dass sie deutlich unterbestimmt werden, wie auch das Verhältnis von basaler und höherer Vernunft. Der Begriff der Vernunft wird dadurch nicht klarer, dass Kiel drei Grundaspekte der Aufklärung in Orientierung, Erinnerung, Steuerung sogar als, zitiere, Grundvoraussetzungen aller lebenden Systeme sieht. Zitat Ende. Der Autor hält Orientierungswissen für die Hauptaufgabe der Philosophie, aber das ist viel weniger selbstverständlich und unproblematisch, wie es sich zunächst den Anschein hat. Ich persönlich habe große Sympathien für ein solches Verständnis der Philosophie, aber das kann man nicht einfach auf die philosophische Logik von Jaspers aufbauen. Im Zeitalter der weit vorangeschrittenen und unser Leben durch die Technik tief bestimmenden Einzelwissenschaften soll diese Frage ernsthaft gestellt und behandelt werden. Und dies geschieht im Buch von Albrecht Kiel nicht. Zwei weitere Problemkomplexe sollen noch kurz berührt werden. Einerseits die Frage der Geschichte, andererseits die globale Lage. Wenn der Begriff der Vernunft ins Zentrum gestellt wird, dann lässt sich eine Thematisierung der Moderne nicht vermeiden. Dass dies im Buch nicht geschieht, geht sicherlich zum Teil auf die Anlehnung an den Ansatz von Jaspers. Jaspers Denken über die Moderne vollzieht sich im Kontext seiner Geschichtsauffassung, das heißt vor dem Hintergrund seiner These der Achsenzeit. Diese These besagt bekanntlich, dass die Achsenzeit unschätzbare Folgen für die Struktur der Weltgeschichte hat. Was vor dem geschah, konnte nur dann bestehen, wenn es in die Achsenzeit aufgenommen wurde. Daraus leitet Jaspers einen normativen Sinn der Geschichte, der darin hegelianisch geprägt ist, dass selektiv bestimmt wird, was zur eigentlichen Geschichte gehört. Im Gegensatz zu Hegel aber ist die Einheit der so umgrenzenden Geschichte demnach nicht die eines zielgerichteten Ablaufs, sondern die Einheit eines von seinen inhaltlichen Ursprüngen bestimmten Geschehens. Mit Blick auf die Frage von Friedensordnungen im zweiten Band geht es Kiel, Zitat, nur um die historischen Beispiele für regionale Friedensordnungen und Bündnisse, Zitat Ende, wobei er das Problem der militärischen Konflikte darin sieht, ob sie, zitiere, überflüssig sind, weil es nur um Fantasieprodukte von Mythen und Ideologien geht, oder sind sie unvermeidlich, um nachhaltig schädliche Dysfunktionen in Funktionen zu verwandeln. Zitat Ende. Der zweite
Der zweite Zweig der Alternative ist eine hegelianisierende Denkweise, die das Böse als Lernmöglichkeit zu begreifen sucht. Ob ein solcher Ansatz wirklich geeignet ist, eine tiefere Analyse der internationalen Beziehungen und der globalen und regionalen Konflikte zu geben, scheint fraglich zu sein. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Werk 4 Orientierungsaufgaben der Aufklärung ein themenreiches und ambitioniertes Projekt formuliert, aber wie mir scheint, an vielen Stellen parolenhaft bleibt und zur ernsten Analyse nicht kommt. Der groß angelegte Anspruch ist sympathisch, die Ausführung lässt viel zu wünschen übrig. Vielen Dank. Nichts in diesem ganzen Buch stammt von mir, das kann ich sagen. Auch der Begriff Mentalitätsschichten nicht. Das stammt von Jung. Ich sage nochmal, das ist eigentlich ein sehr exakter Begriff, so wie ich ihn definiere, und zwar als Oberbegriff für die Religionstypen und für die Ideologien. Und die Ideologien waren im 19. Jahrhundert etwas ganz Neues. So gab es zum Beispiel in der Antike schon alle Versionen von sozialistischen, kommunistischen Experimenten, aber als ein gedankliches Gebäude, das eine Massenbewegung, eine politische Massenbewegung hervorgerufen hat, mehr als 100 Jahre lang, das war neu. Und dasselbe gilt für die anderen Ideologien auch. Was die Vernunft betrifft, arbeite ich dann jetzt auch, ich sage, nichts stammt von mir, nur mit diesem sehr exakten Begriff von Jaspers, den ich genannt habe. Vernunft ist ein Verbindungsmedium zwischen diesen 4 verschiedenen Ebenen von psychischen Funktionen. Und dieser Satz klingt sehr apodiktisch und ist auch nicht so einfach zu verstehen. Wenn eine dieser Weisen und Umgreifenden versinkt, versinkt auch die Vernunft. Das ist eigentlich klar definiert. Das Verhältnis von Aufklärung und Vernunft kann man nicht abschließend beurteilen. Die Aufklärung hat viele Aspekte. Es geht ja nicht nur um die Befreiung um die geistige Befreiung von dogmatischen Systemen, also von Religionen und dann auch von Ideologien. Bei der Aufklärung geht es ja auch um das alte Griechische, die Aufforderung, erkenne dich selbst, also um die Selbsterkenntnis. Darauf aufbauend der pädagogische Impetus der Aufklärung. Also es gibt viele Bezüge von Vernunft zur Aufklärung und man kann das schwer auf eine einfache Gleichung bringen. Und ich wollte noch mal sagen, bei Ihnen sind ja auch die Provokationen und Verschwörungstheorie ist aufgetaucht. Ich habe am Anfang des Buchs gesagt und auch ganz am Ende, so wie früher die Philosophie eine Markt der Theologie war, besteht heute die Gefahr, dass sie eben abhängig ist von dem Mainstream. Das ist ein sehr offener Begriff. Aber wir haben es nun mal zu tun ich muss sagen, seitdem Martin Luther King bestimmte Forderungen aufgestellt hat, sind ganz neue Forderungen dazugekommen. Und das, was ich da als Zivilreligion am Ende der Ideologien bezeichnet habe, mit 17 Punkte versucht habe zu beschreiben, das ist derartig vielfältig und es hat Ideologiecharakter. Zum Teil sind es auch Komplexe, die wechselseitig gegeneinander geltend gemacht werden. Und da muss das kritische Geschäft der Aufklärung ja auch fortgeführt werden hinsichtlich dieser Bewegung. Wir haben heute an den deutschen Universitäten zum ersten Mal seit dem Bund Freiheit der Wissenschaft, der sich gegen die neomarxistische Welle richtete, ein Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. Und dass das überhaupt nötig ist. Und wenn man sich die Fälle anguckt, die bearbeiten, dann zeigt, dass die Philosophie da auch nicht schweigen sollte. Das ist eben das, wie Kant sagte, das kritische Geschäft
der Aufklärung, dass da tätig werden muss? Wenn man den Begriff Mentalitätsschicht von Jung übernehmen will, ist ja auch kein Problem. Nur ist damit eben die Schwierigkeit verbunden, dass wenn wir einen selben Begriff für Religionen, für Magie und dann für philosophische Standpunkte gleichzeitig verwenden, dann werden dadurch eben die Unterschiede dieser Ansätze vollkommen verwischt. Natürlich kann man, man kann dieses Problem auch bei der Verwendung des Ausdrucks Ideologie selber sehen. Wenn die marxistische Tradition von Ideologie spricht, dann hat man das Problem, wie dann die eigene Theorie dann bezeichnet werden soll. Also zunächst war mein Problem mit dem Begriff des Mentalitätsschichts eben nur dies. Und natürlich, Aufklärung ist ein sehr facettenreicher Begriff und wie soll ich sagen, also deswegen fiel es mir auf, dass Sie eigentlich darauf gar nicht eingegangen sind, wie verschieden eben das Projekt Aufklärung, die Selbstbezeichnung Aufklärung verwendet wird. Das war eigentlich der Grund meiner diesbezüglichen Bemerkungen. Ja, man muss einfach versuchen, dann einen besseren zu finden. Wie gesagt, es geht um die kollektiven Denkweisen und nicht nur Denkweisen, sondern Lebensformen einer Gesellschaft. Welchen anderen Begriff sollte man finden? Es gibt natürlich große Unterschiede, da haben Sie recht. Dieser Zeitraum Magie, Animismus hat vielleicht 1 Million Jahre gedauert. Und während heute diese Mentalitätsschichten sich immer schneller abgewechselt haben. Das ist tatsächlich ein großer Unterschied, vor allem seit dem 19. Jahrhundert. Die Schwierigkeit sehe ich ein. Hans Schelskorn ist Professor für Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Seine akademische Laufbahn begann dort mit dem Studium von römisch-katholischer Theologie, Philosophie und klassischer Philologie. Er verließ Österreich für eine Zeit, um seine Forschung in diese Fachbereiche an der Universität Tübingen fortzusetzen. Er ist sicherlich eine wichtige Stimme in den intellektuellen Gesprächen unserer Zeit durch zahlreiche Veröffentlichungen, Auftritte und als Redakteur von Polylog, der wissenschaftlichen Zeitschrift für interkulturelle Philosophie, hat er sich als wertvoller gegenüber im Grunde wie unserer bewiesen. Hochinteressant für unsere Gruppe erscheint mir seinem Jahr 2009 erschienenen Buch Entgrenzungen, ein europäischer Beitrag zum philosophischen Diskurs über die Moderne. Herr Schelskorn, ich heiße Sie willkommen. Ja, von dem extrem facettenreichen Buch von Herrn Kiel, zu dem man zu jedem Kapitel länger sprechen könnte, möchte ich einen Bogen herausgreifen, der im letzten Statement schon angeklungen ist, nämlich den Bogen von der Achsenzeit zur Moderne. Dieser Bogen findet sich klarerweise auch bei Jaspers oder wird bei Jaspers grundgelegt und ist bei Jaspers eine Antwort auf die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges und der Shoah, wo Jaspers klar sieht, dass sich Europa nun in eine polyzentrische Weltgesellschaft einordnen muss und damit auch eigene Eurozentrismen, wie sie in den Geschichtsphilosophien präsent waren, überwinden muss. Der Bogen Achsenzeit Moderne ist ein hermeneutischer Zirkel. Es ist, wie schon angedeutet, eine Geschichtsphilosophie nach Hegel ohne Stütze in einem absoluten Geist. Nun, für Jaspers und auch für Herrn Kiel ist die Achsenzeit ein entscheidender Prozess in der Entwicklung der Aufklärung. Und diese Theorie der Achsenzeit ist ja bekanntlich heute in zahlreichen Disziplinen, Makrosoziologie und so weiter, breit diskutiert. Und hier zeigt sich auch in der Schule von Eisenstadt, Joas und anderen, dass hier Religion und Metaphysik als Kennzeichen der Achsenzeit hervorgehoben werden. Dies scheint mir gegenüber Jaspers eine
Einschränkung zu sein, eine problematische Einschränkung, weil Jaspers ausdrücklich davon spricht, dass in der Achsenzeit alle philosophischen Möglichkeiten bis zur Skepsis und zum Materialismus, bis zur Sophistik und zum Nihilismus ausgelotet worden sind. Und das scheint mir enorm wichtig zu sein, dass man hier, und daher sagt auch Jaspers, dass eben das Denken sich auf das Denken zurückwendet. Das heißt, eine Selbstreflexion, Prozess einer Selbstreflexion entsteht, wo eben sich Vernunft selbst immer wieder neu bestimmt und auslegt. Ja, und in diesem Prozess stehen wir auch heute, wie Jaspers weiß. Nun, die Achsenzeittheorie dient nicht einer historischen Reminiszenz, sondern dient der Diagnose der Gegenwart für Jaspers. Und daher sind natürlich die historischen Rekonstruktionen wichtig, um die Gegenwart zu verstehen. Und ja, hier kommt es natürlich dann auch auf Weichenstellungen an, wie die Gegenwart interpretiert wird, die Vergangenheit, die Achsenzeit im Licht der Gegenwart. Und hier möchte ich ein paar kritische Anmerkungen einfügen. Jaspers geht in der Achsenzeit von einem relativ weiten Begriff der Aufklärung aus. Er bezieht sich nicht nur auf die griechische Philosophie, sondern er integriert bekanntlich auch die alttestamentlichen Propheten und damit die jüdische und später christliche Tradition. Warum Jaspers dies als Aufklärungsprozess sieht, ja, wird meiner Meinung nach im Buch von Herrn Kiel nicht so deutlich wie bei Jaspers. Denn Herr Kiel hebt hier hervor in wenigen Seiten, also beim Alten Testament der hebräischen Bibel, die Offenbarung an Mose, die Offenbarung Gottes, ich bin ich, sei ein Ausweichmanöver. Und der Wüstendämon würde sich dann als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ohnehin zu erkennen geben. Die polytheistische Bildreligion wird durch eine Grapholatrie ersetzt und eben einen starken Offenbarungsbegriff, der dann in theokratische Systeme übergeht. Nun, das ist nicht völlig aus der Luft gegriffen, klarerweise, aber die hebräische Bibel ist nicht ein Text, der über 1000 Jahre entstanden ist und wo zahlreiche Deutungen, auch selbstkritische Redaktionen entstanden sind. Ich würde daher warnen, auch Jaspers, glaube ich, macht das vorsichtiger, hier so quasi einlinige Schienen hier reinzulegen. Um nur quasi alternative Deutungselemente anzudeuten, die berühmte Sinai-Offenbarung ist, die Pointe dieser Erzählung ist die Entsakralisierung des Pharaonentums, das heißt die Entsakralisierung sakraler Monarchien. Und das wird in den Achsenzeittheorien anerkannt als ein wichtiger Aufklärungsschub. Ja. Darüber hinaus entsteht hier überhaupt erst die Idee individueller Zurechenbarkeit, was ein Grundprinzip des Rechtssystems ist. Ohne Zweifel gibt es Asymmetrien, das hat auch Jaspers gesehen. Die sophistische Aufklärung ist eine weitaus radikalere Aufklärungsbewegung, die eben auch Offenbarungsansprüche der Bibel in Frage stellt. Aber, und daher spricht man heute zu Recht von achsenzeitlichen Religionen. Religionen sind nicht quasi fixiert auf dogmatische Offenbarungskonzepte, sondern weil sie eben in die achsenzeitlichen Reflexionsprozesse involviert sind, entstehen hier auch immanent philosophische Selbstaufklärungen, bis hin zu völligen Destruktionen des Offenbarungsanspruchs. Ja? Und das findet sich bereits in der mittelalterlichen Theologie, zum Beispiel bei Nikolaus von Cues, der den Offenbarungsanspruch restlos in eine neuplatonische christliche Philosophie überführt. Und von daher ja, ist der Bogen Achsenzeit Moderne vielleicht vorsichtiger zu skizzieren, als das in der Studie von Herrn Kiel zuweilen vorgenommen wird. Ein wichtiges Beispiel, auf das ich dann zum Schluss noch einmal zurückkommen werde, die Analyse von Herrn Kiel endet ja quasi in friedenspolitischen Konzepten, wo das Völkerrecht oder die schrittweise Verwirklichung des Völkerrechts eine zentrale Rolle spielt. Ja. Und genau diese Idee des Völkerrechts ist im 16. Jahrhundert aus einer christlichen Motivation heraus entstanden.
Das heißt, das Christentum ist nicht bloß eine theokratische Ideologie in der Antike gewesen, sondern es war eine vom Ursprung her radikal antiimperialistische Bewegung, pazifistische Bewegung, wo die Idee des Weltreichs in Lukas 4 also eine Idee des Teufels ist. Aber Sie haben recht, seit Konstantin ist das Christentum zu einem theokratischen System geworden. Auch hier vielleicht mit Jaspers den Blick weiten, dies war nicht bloß eine Entwicklung im antiken Rom, sondern auch in China, wo die quasi kritische Bewegung des Konfuzianismus zur Legitimation eines Imperiums geworden ist, in der Han-Dynastie. Und davor war es der Legalismus in der Qin-Dynastie. Und hier wurde der Konfuzianismus beinahe ausgelöscht. Ja? Das heißt, hier entstehen tatsächlich extrem despotische Systeme, wo eine achsenzeitliche Bewegung, die war ja immer vielfältig, die Achsenzeit, ja, eine achsenzeitliche Bewegung zur Herrschaftslegitimation genommen wird. Ja. Sei es eben der Konfuzianismus, der Han-Dynastie und so weiter. Und das führt zu Exklusionen und despotischen Strukturen. Allerdings, da achsenzeitliche Religionen, die von Philosophien dieser Zeit nicht streng getrennt werden können, eben diese Reflexionsdynamik von Achsenzeit auch in sich tragen, gibt es ja immer wieder auch kritische Bewegungen, Protestbewegungen, gegen Philosophien und so weiter. Das macht auch die Instabilität dieser Systeme aus. Ja, und vor diesem Hintergrund hat im 1600 Francisco de Vitoria zum ersten Mal in Europa die Idee eines Völkerrechts überhaupt entwickelt, auf Basis dieser antiimperialistischen Impulse aus dem frühen Christentum. Das heißt, Vitoria destruiert sämtliche Ideen von Weltreich, ja, damit von Imperium. Ja. Das ist erstaunlich, weil es in der Antike, der politischen Philosophie, entweder die Polisphilosophie gibt oder in der Stoa die Hinnahme des römischen Weltreichs. Ja. Das ist eine wirkliche Innovation. Und so zeigen sich, wenn man so quasi ins Detail geht, immer wieder Momente, die in transformativer Weise dann von der Achsenzeit in die Moderne auch hineingewirkt haben. Das wollte ich mit diesem Beispiel andeuten. Letzter Punkt, jetzt Jaspers, und da gebe ich Herrn Kiel völlig recht. Hier schließt er sich an zentrale Motive Jaspers an. Einerseits, Jaspers ist für die politischen Ideale der Aufklärung einschließlich des Völkerrechts eingetreten. Und dazu bedarf es ohne Zweifel konkreter operationeller Schritte, die hier vorgelegt werden. Andererseits hat Jaspers mir auch einen sehr wichtigen Hinweis gegeben, nämlich die Erfahrung des Kolonialismus lastet auf dieser Völkerrechtspraxis. Ja? Das heißt, und Jaspers in der Schrift über die Atombombe macht das sehr deutlich, es wird in der Zukunft darauf ankommen, ob die Völker, die am Völkerrecht festhalten, jene Völker, die durch einen imperialistischen, kolonialistischen europäische Herrschaft so quasi extrem marginalisiert worden sind, dennoch trotz dieser Geschichte von dieser Völkerrechtsidee überzeugen können. Ja, davon wird die Zukunft der Menschheit abhängen, nach Jaspers. Daher, das ist auch mein Feld, interkulturelle Philosophie. Es gilt, in diese kolonialen Keller, Dunkelkammern quasi einzudringen, auch philosophisch in den verschiedenen Regionen der Welt. Die zweite Dimension, die Jaspers hervorhebt, ist eben das, was er philosophischer Glaube nennt. Und hier versucht er gleichsam positivistische Verengungen zu überwinden. Auch hier stimme ich Herrn Kiel zu, dass er hier sich gleichsam in diese Spur von Jaspers einlässt. Und ich denke, dass das Konzept des philosophischen Glaubens zur Zeit von Jaspers auch von christlichen Theologien wirklich unterschätzt worden ist, weil es tatsächlich eben in den religiösen Traditionen selbst radikale Selbstaufklärungen schon gibt und auch seit dem 19. Jahrhundert in anderen Weltregionen. Ich kann hier verweisen zum Beispiel auf Gandhi, überhaupt die gesamte neohinduistische Philosophie, die dezidiert den Primat der Vernunft auch im Bereich der Religion affirmiert. Ja, unzweideutig. Ganz wie Jaspers.
und damit quasi eine philosophische Reinterpretation religiöser Traditionen in Gang bringt. Dies quasi interkulturell oder interreligiös, wenn Sie wollen, fortzuführen, ist ohne Zweifel ein wichtiger Impuls, den Jaspers mit seiner Idee der Weltphilosophie uns gegeben hat. Ja, und in diese Perspektive ordne ich auch so quasi den Beitrag von Herrn Kiel hier ein. Vielen Dank. Das Verhältnis von Achsenzeit und Mentalitätsschicht zeigt auch die ganze Problematik dieses Begriffes Mentalitätsschicht. Die Achsenzeit ist ja was anderes. Es war wie eine Überwindung des magischen Zeitalters in den ersten Hochkulturen. Man hat das in den indianischen Hochkulturen gesehen, dass die völlig starr in dieser magischen Welt lebten und deswegen zusammenbrachen wie ein Kartenhaus, wenn eine Konfrontation, eine unerwartete Konfrontation von außen eindrang. Man kann sozusagen, man kann sagen, die Achsenzeit ist ganz anders von West bis Ost. Im Westen entstanden diese vier monotheistischen Systeme, wovon die älteste ja marginalisiert wurde, die von Zarathustra. Dann gibt es den Hinduismus, der noch alter indoeuropäischer Polytheismus ist. Dann gibt es dort die Sezession Buddhismus, die man überhaupt nicht einordnen kann in dieses Mentalitätsschema. Das ist eine völlig eigene Kultur. Und dann kommt China mit dem Konfuzianismus. Dort hat man, in diesen Regionen hat man sozusagen die alten Mentalitätsschichten ganz tolerant behandelt. Das waren eben die Volkskulturen, die man einfach, die hat man dem einfachen Volk überlassen. Das ist also ein ganz anderes Thema, diese Achsenzeit. Ich habe dann noch also ich würde sagen, als eine große Grenzscheide zwischen rein magischem Denken und dem komplexeren Denken, zwischen Bedenken der Transzendenz und der Stellung des Menschen im Verhältnis zu Gott. Ich habe da noch eine Bemerkung zu Ihrem Text. Man kann ja so sagen, dass der Vernunftsglaube von Kant und dann der philosophische Glaube von Jaspers, das waren zwei Ansätze, um von der Philosophie her mit der Theologie ins Gespräch zu kommen. Bei Kant war das so, dass paradoxerweise der katholische Fürstbischof von Würzburg an seinen Universitäten anordnet, dass Kant gelehrt wird, während umgekehrt der bigotte Nachfolger von Friedrich dem Großen Kant dieses Publikationsverbot auferlegte. Es war also eine erste Auseinandersetzung Philosophie-Theologie. Eine ganz wichtige Frage sprechen Sie an mit der Frage, ob die Aufklärung, die philosophische Selbstaufklärung nur aus den religiösen Traditionen selbst heraus erfolgen kann. Das würde ich unbedingt bejahen. Das gilt heute vor allem für den Islam, der ein völlig geschlossenes System ist. Der war allen Missionierungsversuchen nicht zugänglich. Und da kann man nur hoffen, dass da die alten Traditionen der Hochkulturen in Bagdad und in Cordoba wieder angeknüpft wird. Bei Jaspers gab es ja diese Auseinandersetzung mit Bultmann. Man kann also mit Jung sagen, dass der hat ja 15 Paradigmenwechsel des Judenchristentums unterschieden und die letzte war für ihn das Christentum angesichts der Offenbarung. Und da gibt es natürlich die Namen Schleiermacher, Trölsch und Bultmann. Und dann geschah also etwas, was auch für mich sehr zu verstehen ist, dieser Streit von Jaspers mit Bultmann. Da waren ja dann auch involviert Hannah Arendt und Heidegger und Jung auch. Jung hat sich auch dagegen ausgesprochen, aber aus ganz anderen Gründen. Der fürchtete, dass das Christentum sozusagen protestantisch entleert wird, dass sozusagen die Bilder verloren gehen. Er befürchtete vor allem bei seinen Patienten, da waren ihm ja die Archetypen sehr wichtig, dass diese Archetypenbilder verloren gehen. Und es ist schwer zu verstehen, wenn Jaspers hat einmal gesagt, ich lasse mich nicht hinauswerfen aus dem Haus meiner Väter.
Nur ist das ja eigentlich sehr komisch. Dann steht ihm ja, hätte ihm ja freigestanden, in das Haus einfach zurückzukehren. Wenn man von außen, ich stimme Ihnen zu, dass man diesen Aufklärungsprozess als diese letzte Stufe Jung da benannt hat, innerhalb der Kirchen, dass das ein Prozess sein muss, der von innen herkommt. Und deswegen würde ich diesen Prozess, der bis zu Bultmann führte, für sehr richtunggebend halten, und solche Gestalten, Gegengestalten von Karl Barth, die haben ja sozusagen das Gegenteil dieser Tendenz Selbstaufklärung dann vertreten. Ja, das wären meine Bemerkungen dazu. Also, wenn Sie mit den Mentalitätsschichten und China und Konfuzianismus gesprochen haben, ja, ich denke, das ist eben eine Stärke der Achsenzeittheorie. Man kann sie auch in vielerlei Hinsicht kritisieren, ja. Aber das ist eine Stärke. Schon bei Jaspers, sie zeigt, dass eben der Achsenzeit eine Pluralität von Reflexionsformen aufbricht. Auch in China, ja, entsteht eine Pluralität von Schulen, völlig gegensätzlicher Art. Und das hat Heiner Rötz zum Beispiel in seinem schönen Buch über die chinesische Ethik der Achsenzeit aufgezeigt. Das sind eigentlich dieselben Paradigmen in der Moralphilosophie, auch wie in der europäischen Antike. Ja. Und durch die neuen Imperien, eben Qin-Han-Dynastie, da gibt es dann eine Dominanz einer, in dem Fall des Konfuzianismus. Ja? Und damit entstehen natürlich in diesen Kulturräumen tatsächlich Mentalitätsschichten in gewisser Hinsicht, die sehr geschichtswirksam bis heute zum Teil sind. Ja? Aber ich würde das noch einmal differenzieren, und daher gibt es auch Möglichkeiten, auch in China, das war ja auch in den revolutionären Bewegungen Anfang des 20. Jahrhunderts, an zum Beispiel Mencius anzuknüpfen, an achsenzeitliche Aufklärungswege anzuknüpfen, weil hier schon die Legitimation von der Herrschaft durch das Volk davon die Rede ist. Ja? Dass von individueller Menschenwürde die Rede ist. Also die Rede von asiatischen Werten, die sogar kein individuelles Personenwürde, das stimmt gar nicht. Ja? Man muss einfach nur schauen, wie vielfältig auch die chinesische Achsenzeit ist. Oder auch beim Islam, natürlich, heute gibt es extreme Verhärtungen. Ja? Das ist keine Frage. Andererseits gab es im Islam schon im Frühmittelalter eben mit Al-Farabi eine extrem radikale Aufklärung. Ja? Al-Farabi hat gesagt, den Monotheismus, den können wir philosophisch begründen, schon mit Platon. Aber Platon sagt ja auch, für das Volk brauchen wir künstliche Mythen, sagt er, die müssen wir nicht erfinden, dazu haben wir den Koran. Also der Koran ist die narrative Vermittlung eines philosophisch einsehbaren Monotheismus. Das war die Aufklärung schon von Al-Farabi. Nicht? Da sind natürlich heutige fundamentalistische Bewegungen vom Islam unendliche Welten entfernt, das muss man zugeben. Nicht? Also das meine ich, und es muss nicht nur von innen kommen, ja, Aufklärungsprozesse, sondern es ist ohnehin gerade in Europa nicht ein permanente Pendelbewegungen. Also säkulare, nicht religiöse Philosophien inspirieren religiöse Reinterpretationen und auch umgekehrt, wenn Sie an Adorno, Benjamin und so weiter denken. Ja? Das heißt, und ein letztes vielleicht, weil die Bilder gehen verloren, Sie haben da mit Bultmann angeschlossen, nicht? Das ist auch ein Grundzug meiner von Aufklärung. Aufklärung besteht einmal auch in Kritik. Ja? Und jede Kritik gewinnt etwas, eröffnet Neues, aber sie droht auch potenziell etwas zu verlieren. Und dies erzeugt dann wieder Gegendiskurse, ja? So wie die Romantik bestimmte Tendenzen der Aufklärung kritisiert hat. Ja? Und auch eben eine Mythenkritik war notwendig, eröffnet etwas, aber schon in der Antike ist klar geworden, vielleicht können wir die Mythen auch reinterpretieren, also von ihnen auch noch etwas gewinnen. Ja? Und diese Dialektik von Aufklärung ist, glaube ich, auch heute interkulturell sehr wichtig, weil sie sonst einlinige, kritische Perspektiven gegenüber anderen Kulturen losmarschieren lassen und nicht auch deren Potenziale für also Reinterpretation offen halten. Es gibt ja den Anspruch eben bei Kant und Jaspers mit ihrem Vernunftsglauben und philosophischen Glauben eine Sprache zu finden, mit der sich die ganze Menschheit verständigen könnte. Das ist natürlich beim Konfuzianismus etwas anders. Das war eine
ja, eine Staatslehre für das chinesische oder noch nicht geeinigte Kaiserreich. Jedenfalls, es ist eigentlich nur innerhalb der chinesischen Kultur denkbar, vorstellbar. Es war kein Modell für die ganze Welt. Die waren ja in sich geschlossen und fühlten sich als Reich der Mitte und alle anderen waren Barbaren. Also dieser Anspruch war beim Konfuzianismus nicht da. Also nicht dieser universale Anspruch auf weltweite Verständigung. Würde ich widersprechen, ja. Es war die Zeit der Ökumenen, ja. Auch in Europa in der Antike war China nicht präsent, ja. Das heißt, ein globales Bewusstsein gibt es in dieser Zeit nicht. Aber bei Mencius ist völlig klar, die Ethik ist universell, alle Menschen umfassend. Ja. Also nicht nur auf das chinesische Reich oder die Mitglieder des chinesischen Reichs, da alle anderen sind Barbaren. Es gibt auch den Barbarendiskurs in China, ähnlich wie in Europa, Stimmen, die eben die Humanität affirmieren, aber natürlich auch Stimmen, die die Humanität in Frage stellen. Ja. Das sind ähnliche Konstellationen. Ja. Aber Mencius, also der chinesische Vertreter in der Menschenrechtsdeklaration, in den Vorbereitungsgesprächen für die UN-Deklaration der Menschenrechte, hat Reason and Conscience, heißt ja, darin besteht die Würde des Menschen, nicht nur Reason. Und der Begriff Conscience wurde vom chinesischen Vertreter eingebracht, weil er darin den Begriff von Mencius des Herzens, worin für ihn das moralische Bewusstsein verankert ist, einbringen wollte, nicht nur Vernunft, quasi eine typisch europäische Deutung. Das heißt, selbst in der Menschenrechtsdeklaration ist dieser ethische Universalismus von Mencius heute präsent, ja, und zwar im Artikel 1 zum Beispiel, ja. Man muss ja vorsichtig sein, nicht, weil gerade eben in der interkulturellen Philosophie ja, wir immer wieder auf Denkströmungen stoßen, die uns, also mich zumindest wirklich frappieren, ja, wie weitsichtig kontexttranszendierend sie sind. Oder auch das Beispiel, was Sie gebracht haben mit den amerindischen Völkern, die sogar sehr zerplatzt sind angesichts des europäischen Geistes, wie Hegel das auch so gesehen hat schon. Auch hier muss man vorsichtig sein. Es gibt schon im Aztekenreich eine Kritik an den Menschenopfern, ja, von den Weisheitslehrern. Ja. Also es gibt sehr kritische Reflexionsprozesse, auch Symposien. Blume und Gesang hat das geheißen. Ja. Wir wissen einfach zu wenig, das wollte ich sagen, ja, von vielen kulturellen Prozessen. Und daher, ja, es gibt, glaube ich, mehr Reflexionsprozesse im Sinne von Jaspers, auch in Kulturen, die er noch nicht so am Bildschirm hatte, als wir oft vermuten. Ja. Nur da, und ich glaube, dass das im Sinne von Jaspers ist, ja, weil mit der Weltphilosophie wollte er ja eine interkulturelle Öffnung. Ja. Und die müssen wir, glaube ich, jetzt wirklich mit vielen vertiefenden Forschungen einfach fortsetzen. Ja. Das ist meine Perspektive. Ja. Daher auch ein paar kritische Bemerkungen zu manchen Kapiteln. Ja. Ich weiß ja hier, dass Sie sehr mit Jaspers Beziehung zu Hegel interessierte, denn Sie erwähnen auf Jaspers umfangliche Beschäftigung mit Hegel in den Nachlassband zu die großen Philosophen. Ich beziehe mich auf die Sprachphilosophie von Karl Jaspers, Seite 122. Sind Ihre Mentalitätsschichten den Hauptbereiche der Phänomenologie des Geistes verwandt? Entsprechen Ihre 4 Orientierungsstufen nicht Hegels Bewusstsein, Selbstbewusstsein, Vernunft und Geist? Und dann ein bisschen zurück zu dem ersten Thema. Und wenn ja, dann was halten Sie von Hegels Beziehung zum Christentum als ein wesentlicher Teil von seinem Projekt? Die Grundbegriffe in der Periechontologie sind ja immer schon vorgedacht worden. Es gibt auch wenn man die Logik von Hegel vergleicht mit der von Jaspers, gibt es natürlich Vorarbeit. Aber der Aufbau bei Jaspers ist es eben doch anders. Was dazu kommt bei Jaspers gegenüber Hegel, das ist Kierkegaard, die Existenzphilosophie. Kierkegaard war ja eine Sezession, nun eher beeinflusst von Schelling, aber er kam ja aus diesem Berliner Raum, wo Hegel eben auch präsent war. Das war eine Sezession und die hat Jaspers genauso zusätzlich
verarbeiten müssen in seiner Synopse, wie diese andere Sezession von Nietzsche, diese radikale Lebensphilosophie. Also insofern, es war einfach eine, ja, es war eine weitere Differenzierung. Das waren weitere Spaltungsprozesse und die wollte er musste er berücksichtigen. Man kann nicht über Kierkegaard und Nietzsche einfach hinwegsehen, nachdem die aufgetreten sind. Ja. Nietzsche kann man ja auch unter dem Gesichtspunkt sehen, dass die Aufklärung radikalisiert wurde. Das war, man nennt das ja die Psychologie der Entlarvung bei Nietzsche. Er guckt ja hinter die Maske des moralischen Scheins im Christentum und sah ja dahinter nichts als einen hinterhältigen, versteckten Willen zur Macht. Ne? Also man muss diese Kritik auch verarbeiten. Und Nietzsche hat diese Polemik so weit getrieben bis zum Antichrist und Exo Homo und man muss sagen, folgerichtig daran zerbrochen. Und Jaspers suchte halt den Weg dazwischen, wie Aristoteles, der Weg dazwischen, zwischen Kierkegaard und Nietzsche, und brachte das dann auf die Kurzformel gewaltsame Antichristlichkeit hier, gewaltsame Christlichkeit dort. Ich glaube so, das ist das Neue eigentlich bei Jaspers. Unsere vierte Kritikerin ist Elena Paula Carola Alisato, außerordentliche Professorin für die Geschichte der Philosophie an der Università degli Studi Suor Orsola Benincasa in Neapel. Die Philosophie Karl Jaspers ist eine ihrer Hauptforschungsinteressen. Frau Alisato schrieb ihre Masterarbeit im Jahr 2003 zum Thema die Ursprünge des politischen Denkens von Karl Jaspers an der Universität Turin. Zu ihren weiteren Forschungsschwerpunkten gehören neben Jaspers die politische Philosophie Fichtes und das unpolitische politische Denken Thomas Manns. Frau Alisato, Sie sind hier herzlich willkommen. Gerne betrachte ich die Buchbesprechungen, die in Anwesenheit des Autors stattfinden, als Gelegenheit, um sich dem Autor selbst ihm Fragen zum Buch zu stellen. So, auf solche Weise habe ich auch dann einen kurzen Beitrag strukturiert und dann beginne ich von Anfang an, vom Titel. Wenn man Titel und Inhaltsverzeichnis von Kiels Buch liest, bekommt man den Eindruck von Vielseitigkeit und auch Eklektizismus. Und dann, die Lektüre war bei mir eine solche Frage: Was für ein Buch haben wir? Was für ein Buch wollte Kiel schreiben? Vielleicht eine erste Antwort haben wir im Titel selbst, wo wir zwei Begriffe finden, die zur Tradition der Philosophie finden. Das heißt Orientierung. So. Und auf diese zwei Begriffe konzentriere ich meine kleinen Bemerkungen. Dann vielleicht wollte Herr Kiel tatsächlich ein Buch von Philosophie für Philosophie schreiben. Und es ist nicht zufällig, dass das Buch in der Reihe Philosophische Orientierungen erscheint. Orientierung ist ein Begriff, das heißt, sich im Denken orientieren, dann tatsächlich auf die Aufklärung, aber auch auf Jaspers, wie bekannt als Hauptquelle für das Buch von Herr Kiel gewirkt hat. Das erste Buch von Jaspers, Philosophische Weltorientierung, und gerade in Anlehnung an Jaspers und insbesondere an die Nachwort zu seiner Philosophie, die Jaspers schrieb zur dritten Auflage seines Hauptwerks, dann frage ich, wie muss dieses Buch von Herrn Kiel gelesen werden? Wie möchte das Buch gelesen werden? Das ist eine Anlehnung tatsächlich an eine Frage von Jaspers. Dann im Buch von Herrn Kiel wird eine artikulierte Darstellung von Lebensfunktionen, kulturelle Mentalitätsgeschichten und geschichtlichen Lebensformen geliefert, die bei dem ersten Moment an eine Morphologie der Kulturformen erinnert. Eine der bekanntesten Morphologie der Kulturformen, die wir in Tradition haben, ist derjenige von
Oswald Spengler, Untergang des Abendlandes. Dann meine zweite Frage wäre, ob Spengler und seine Morphologie auch eine Inspirationsquelle für Herr Kiel, für sein Buch. In Bezug auf den Begriff von Orientierung. Ich frage mich, wie tatsächlich Herr Kiel dieses Orientierungsprinzip versteht. Denn Kiels Verständnis des Orientierungsprinzips geht auf Kants Unterscheidung zwischen den Objektswahrheiten und den Sinnwahrheiten zurück, die dann von Jaspers in die Richtung einer Grenzziehung zwischen Wissenschaft bzw. Wissenschaften und Philosophie uminterpretiert und spezifiziert wurde. In unserer Zeit, die wahrscheinlich, würde ich sagen, eine desorientierte Zeit ist und eine überfüllte Zeit ist, überfüllt von Objekten, Waren, Infos, Nachrichten, Tönen, Klängen, Meinungen, Worten, Bilder, Abbilder, alles. Dann in dieser Zeit entsteht wahrscheinlich das Orientierungsbedarf aus der Fähigkeit, aus der Möglichkeit, von den Absentia zu dem Essentia der Sagen zu gehen. Das heißt, von den Abwesenheit von Sachen, von Objekten, zu dem Essentia, zu dem Wesen der Sache zu gehen. Und durch dieses Prozess, das die Philosophie traditionsgemäß betreibt, können wir vielleicht die Chance haben, Sinnzusammenhängen und Sinnwahrheiten zu bilden. Und dies entspricht einer der Botschaften. Aber dann haben wir auch hier Probleme. Das Problem des Anfangs immer noch bleibt. Wenn die Philosophie selbst ein Teil von dieser Welt, wie kann dann die Philosophie sich über die Objektenwelt erheben und diese Bewegungen von Absentia zum Essentia einleiten und führen? In Einklang mit Kiels Untersuchung kann man sagen, dass die Zukunft der Philosophie darin bestehen kann, in der Fähigkeit oder in der Herausforderung, ein funktionales Wissen zu werden, und zwar ein Wissen, das auf der Basis von konkreten in Funktion, in die Richtung, im Dienst von neuen integrativen Lebensordnungen und Lebensformen, sowohl auf der individuellen als auch auf der kollektiven Ebene agiert oder agieren kann. Aber dann, und hier kommt meine letzte Frage dann auftritt, denn Kiels Buch thematisiert die Orientierungsaufgaben der Aufklärung. In der Vorwort, Seite 7, schreibt er aber, das Orientierungswissen einer Zeit zu Philosophie. Dann haben wir eben Aufgabe der Philosophie oder der Aufklärung. Ich meine, was soll das heißen? Bedeutet das, dass ein besserer Titel des Buches geläutet hätte, 4 Orientierungsaufgabe der Philosophie statt Aufklärung? Oder bedeutet das, dass die Aufklärung im Sinne Kants und Jaspers als Hauptphilosophie gelten soll, fast wie ein Vorbild dessen, was die echte Philosophie sein und wirken soll? Vielen Dank. Ich fange am besten mit den kleinen Fragen an und ende mit Ihrer großen Frage am Ende. Zu Spengler, zum Ursprung und Ziel der Geschichte. Das war ja die Antwort von Jaspers auf Spengler. Er vertrat ja anders als Spengler die Auffassung, dass die Kulturkreise keine abgeschlossenen Gebilde sind, die entstehen und wieder vergehen. Er hat ja gerade durch diese Achsenzeittheorie den Zusammenhang der Kulturen betont. Spengler ist sehr lesenswert, sehr interessant. Es wird nur problematisch bei Spengler, wenn er aus seinen morphologischen Gesetzen Prognosen ableitet. Diese Frage mit konkret und abstrakt, das ist einfach einer der vielen Jungschen Polaritäten, mit denen wir leben müssen. Wie Animus Anima, konkret, abstrakt, passiv, aktiv. Und es war für Jaspers sehr wichtig, denn diese Entwicklung von Kant zu Hegel mit einer dialektischen Methode,
hat er aufgegriffen und hat er einen großen Aufsatz geschrieben über die Hegelsche Dialektik und hat sie kritisiert. Die große Gefahr sah er da drin, dass da nur mit Abstraktionen gehandelt wird. Und er hat, man kann mal das Beispiel nehmen mit der Herr-Knecht-Dialektik. Das wurde dann von seinen Nachfolgern Marxisten so verstanden, als ob das auf alle geschichtlichen Prozesse übertragbar ist. Aber so wie Hegel die Herr-Knecht-Dialektik entwickelt hat, war das eine ganz spezielle Situation zwischen dem ausgehenden Feudalismus und dem Bildungsbürgertum, zu dem Goethe, Hegel und so weiter gehörten, mit diesem Feudalismus, die litten ja darunter, und vor allem natürlich dem aufkommenden Industriekapitalismus. Das war also ganz eine konkrete Situation. Eine Herr-Knecht-Dialektik heute in Afrika, Asien oder sonst wo müsste ganz anders geschrieben werden, das heißt konkret. Das war nur als ein Beispiel. Und dann natürlich die große Frage, Verhältnis von Philosophie, Orientierungswissen im Sinne nicht von, das ist ja eine geografische Metapher, also im Sinne von Kant und Aufklärung. Jaspers vertrat ja genauso wie Jung die Auffassung, dass die sogenannten universalen Wissenschaften, also Psychologie, Soziologie, Logik und so weiter, die ein Fluss sind, die ein Gefälle haben, nämlich ein Gefälle in das Meer der Philosophie. Die Philosophie ist also ein Meer. Wenn wir ins historische Wörterbuch der Philosophie gucken, dann gibt es da 300 Großseiten über den Begriff Philosophie. Das ist also als ein extra Buch erschienen. Man kann nicht sagen, was ist Philosophie und wie verhält sich das zu einem. Die anderen sind einfach spezielle Aspekte. Die Aufklärung hat diese Doppelnatur. Sie ist einerseits Kritik gegen Religion und eben jetzt auch gegen Ideologien, um die geistige Freiheit zu bewahren. Sie ist andererseits eben auch Pädagogik. Das war ja das große Programm der Aufklärung Schiller, die Erziehung des Menschengeschlechts, durch Pädagogik sozusagen das Paradies zu erreichen. Und der andere Begriff Orientierung ist erstens mal eine geografische Metapher und die muss man immer mit anderen Lebensfunktionen zusammensehen. Das ist von Evolutionstheoretikern gesagt worden, man muss es zusammensehen, Orientierung mit Steuerung, das wäre dann die Pädagogik und Psychiatrie, dass wir nicht von unseren lebensüblichen Neurosen in Psychosen verfallen, die nicht mehr zu heilen sind. Und das andere ist die Erinnerung. Es gibt da ein großer Teil der Philosophen beschäftigt sich ja nur mit Geschichtsphilosophie und dann auch eben wieder mit der Philosophie der Geschichte. Also diese drei Aspekte sind vielleicht Hauptaspekte, es gibt sicher auch mehr, sind nur ein Teil von einem Ganzen. Man findet aber trotzdem eine Orientierung in diesem Meer der Philosophie, wenn man doch wieder von den Unterscheidungen von Kant ausgeht, Erkenntnistheorie, Ethik, Metaphysik. Und die drei münden bei Kant ja in die Anthropologie, nicht? In die Frage, was ist der Mensch, was unterscheidet ihn vom Tier. Und bei Jaspers gibt es so einen vergleichbaren Weg, denn die Weltorientierung entspricht etwa, ist übrigens auch der Orientierungsbegriff drin, entspricht der Erkenntnistheorie. Die Existenzphilosophie entspricht der Ethik ungefähr. Das heißt da auch wieder Erhellung. Das ist auch wieder eine Metaphorik von Licht wie Aufklärung, von Hell-Dunkel, Aufklärung. Und dann kommt die Metaphysik bei Jaspers in der Philosophie. Und bei Jaspers war es dann eben, mündet es ist auch wie bei Kant in die große Anthropologie. Also diese Anthropologie, die eingebettet ist in die Periodontologie. Der Weg ist also bei beiden gleichbar, aber es war natürlich eine Zeit, die völlig auseinander sah und Jaspers hatte eben völlig andere historische Erfahrungen hinter sich als Kant, die er verarbeiten musste. So würde ich Ihre große Frage beantworten. Ich würde gerne noch von Herrn Schilkson eine große Bewegung von der
Achsenzeit zur Moderne gehen. Und zwar, wir müssen ja heute uns wieder orientieren. Und ich frage mich, wie man sich in einer Welt orientiert, wo sie jeden Tag 420 Millionen Vertrauensakte in Wissenschaft und Technik machen, ohne die auch nur ein minimal zu verstehen. Die haben keine Ahnung von Quantenmechanik, Molekularbiologie, von Halbleitern, von Supraleitern, von Transistoren. Sie wissen nichts davon, aber sie benutzen die ununterbrochen. Und jetzt sollen sie sich orientieren in einer Welt, die sie nicht verstehen. Das halte ich für ein Problem, aber das wollte ich nicht fragen. Ich wollte was anderes fragen. Wenn Sie von der Achsenzeit zur Moderne gehen, in der Achsenzeit ist die Entdeckung, sagen wir es mal freundlich, einer imaginären zweiten Welt, von der aus bestimmt wird, wie sie sich verhalten sollen. Ich drücke das jetzt banal aus. Sie haben das viel schöner gemacht. Herr Schelkson, Ihr Vortrag war wunderbar. Ich könnte schwärmen von Ihrem Vortrag, aber ich versuche das jetzt kurz zu fassen. Achsenzeit ist die Entdeckung einer zweiten imaginären Welt. Und jetzt die Moderne. Die Moderne hat dasselbe entdeckt. Das nennt man Quantenmechanik. In der Quantenmechanik können Sie die Welt, die Realität nur beschreiben mit imaginären Zahlen. Die Quantenmechanik ist die zweite Achsenzeit. Ich habe noch keinen Philosophen gehört, der das gemerkt hat. Das heißt, Sie leben in einer Welt, wo Sie nicht die geringste Ahnung von den Mechanismen haben, die die Welt bestimmen. Und wie wollen Sie dann als Philosophen Orientierungen uns geben? Sie reden über eine Achsenzeit, die 3000 Jahre alt ist. Reden Sie mal über die Achsenzeit, die 30 Jahre alt ist. Das wäre spannender. Die moderne Achsenzeit nennt man Quantenmechanik. Sie können die Wirklichkeit nur imaginär beschreiben. Ohne imaginäre Zahlen können Sie die Realität gar nicht verstehen. Haben Sie das verstanden? Also ich meine, ich sage das jetzt mal so provozierend, wenn mich das aufregt. Es kommt immer, Herr Max Weber würde wieder sagen, die Welt ist entzaubert und ist alles berechenbar. Er hat nicht die geringste Ahnung, wovon er redet. Die Philosophen haben nicht die geringste Ahnung, was die Quantenmechanik kann. Und dann sollten wir uns orientieren in einer Welt, die von Quantenmechanik beherrscht ist, weil sie jeder Transistor, den Sie benutzen, und Sie benutzen 3 Milliarden pro Sekunde, wenn Sie Ihr Handy benutzen. Jeder Transistor funktioniert nur mit Quantenmechanik, von der Sie nichts verstehen. Und Sie wollen mir jetzt noch eine Orientierung in einer Welt erklären, die Sie nicht verstehen. Das ärgert mich. Also, Herr Schelkson, Sie verstehen die Welt, bin ganz sicher, die Welt, die Sie interessiert und brauchen. Aber mich ärgert die Hochnäsigkeit der Philosophen, die die Wissenschaft überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen, sich gar nicht darum bemühen. Sie wollen ja gar nicht wissen, was imaginäre Zahlen sind. Das ärgert mich. Mein Schwerpunkt ist Ethik, Moralphilosophie, praktische Philosophie, politische Philosophie. Und das kann man meiner heute nur eben im Rahmen auch von geschichtsphilosophischen Reflexionen machen. Ja. Ich bin kein Spezialist für Wissenschaftstheorie, vor allem was die Naturwissenschaften betrifft. Und ich stelle überhaupt nicht Ihre Kompetenz in diesem Bereich in Frage. Und ich maße mir auch hier überhaupt kein besonderes Orientierungswissen an. Nur denke ich, dass man mit so spannend ich Ihnen zuhöre, Ihren Ausführungen über die Quantenmechanik, und ich gestehe völlig zu, dass der Begriff der Entzauberung hier unterkomplex ist, was Weber gebracht hat. Ja? Dass es tatsächlich quasi imaginäre, mystische Elemente hier gibt. Aber die Frage ist zum Beispiel nicht, wie wir internationale Konflikte heute lösen wollen. Ja? Auf welche normativen Konzepte wir hier zurückgreifen können oder nicht. Ja? Da sehe ich jetzt so quasi bei allen revolutionären Umbrüchen in der Physik, so spannend sie sind und unser Weltbild ändern, nicht unmittelbar die Orientierungsfunktion. Ich verstehe, und das ist eine Errungenschaft der Achsenzeit, eben Selbstreflexion, dass wir verschiedene Typen des Wissens unterscheiden können, ihre Geltungsansprüche klären können. Dies auch von physikalischen Theorien und so weiter, im Unterschied zu geschichtlichen Reflexionen oder moralisch-praktischen Reflexionen, dass wir dies differenzieren und jeweils versuchen zusammenzuführen. Und ich glaube, dann brauchen wir uns auch nicht gegenseitig ärgern, weil der eine den Schwerpunkt in diesem Bereich hat oder der andere den Schwerpunkt in einem anderen Bereich. Ja? Also das wäre für mich eher eine Sackgasse, wenn wir in solche Diskussionen kommen wollen. Es sind doch ganz zwei verschiedene Sachen. Ob wir über die letzten 300.000 Jahre
der Menschheitsgeschichte heute zum ersten Mal Bescheid wissen, dank der Archäogenetik von Johannes Krause und Kollegen in Jena. Zum ersten Mal sind Fragen gelöst, die früher umstritten waren. Es geht ja nur um die Aufklärung unserer Geschichte. Wir wissen heute, 300.000 Jahre ist unsere Geschichte, 60.000 Jahre davon sind Wanderungsgeschichte und dadurch sind diese Rassendifferenzen entstanden. Und das war sozusagen ein Ergebnis der Evolution. Dieser Zeitpunkt heute, die technischen Revolutionen sind ungeheuer. Wir wissen ja noch nicht, wie die künstliche Intelligenz kontrolliert werden muss. Das sind ja ganz neue Fragen. Man braucht ja das eine nicht gegen das andere auszuspielen. Wir sind nun mal das Ergebnis der Geschichte des technischen Zeitalters und haben die Errungenschaften und die Katastrophen gesehen. Da gibt es die Ethikkommission, die diese neuen Probleme aufarbeiten. Das kann man nicht gegeneinander ausspielen. Also gerade bei den Ethikkommissionen habe ich Skepsis. Die sind nur damit beschäftigt, etwas zu verbieten. Eine Ethikkommission sollte festlegen, was wir wissen sollten. Ich habe noch keine Ethikkommission gehört, die vorgeschlagen hat, was wir wissen sollten. Die sagen nur, was wir nicht tun dürfen. Das ist albern. Was Sie ansprechen, ist unser großes Defizit in den MINT-Fächern, in den Schulen. Da stehen wir ganz katastrophal da, weltweit. Das ist einfach eine Frage der Bildungspolitik und der Schulpolitik und so weiter. Die Defizite sind da, das ist ganz klar. Ja, dann muss ich unsere Sitzung zum Abschluss bringen. Es ist uns gelungen, Herr Kiels neueste und vielleicht ambitionierste Buch zu rezipieren und es einem breiten Publikum vorzustellen. Die Orientierungsaufgabe der Aufklärung wird seine Leserschaft finden, denn wie einst Heidegger sagte, was ist unzeitgemäß, wird auch seine Zeit haben. Dafür haben wir den Boden vorbereitet. Wir haben dazu einen kleinen Beitrag gebracht. So, guten Abend zusammen. Vielen Dank. Vielen Dank und schönen Tag noch. Oder? Und ich darf mich bedanken für die vielen Hinweise für eine zweite verbesserte Auflage.